Ist Donald Trump ein Genie oder handelt es sich hier bei seinen jüngsten Aktionen rund um die Importzölle um die Taten eines Wahnsinnigen? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Ich bin immer wieder überrascht, welche Videos man findet, wenn man sich hier in YouTube die Kommentare zu dem Chaos rund um die Importzölle von Donald Trump hier in den letzten Tagen einmal näher anschaut. Da gibt es sogenannte glaubwürdige Journalisten und auch YouTuber, die tatsächlich sagen, dass Trump hier ein Genie ist, dass er 10-dimensionales Schach spielt, dass er uns allen hier um Längen voraus ist, dass er die Zukunft voraussagen kann, dass das ein Geniestreich ist, diese Zölle, wenn wir nur wirklich verstehen würden, was tatsächlich seine Strategie ist. Und wirklich habe ich auch ein Video gefunden von einem relativ bekannten YouTuber, der hier den 7-Stufen-Plan von Trump erklärt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist alles kompletter Schwachsinn. Diese ganze Aktion rund um die Importzölle, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Irrsinn. Das hat mit gesundem Menschenverstand nichts zu tun. Das kann man einfach auch mal so sagen, auch wenn man Trump und seine Politik anderweitig ja zu schätzen weiß. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Das hast du sicherlich auch hier schon bei anderen Videos ja mitgekriegt. Ich denke, dass Trump im Grundsatz natürlich sehr gute Ideen hat. Ich bin sehr froh, dass er Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist und nicht Kamala Harris. Also er hat auf jeden Fall viele gute Ansätze, ganz klar, 100%. Aber das heißt ja nicht, dass jemand, der ein interessanter und intelligenter Politiker ist, nicht auch Fehler machen kann. Wir alle machen Fehler. Alle Menschen machen gravierende, schwere Fehler. Wenn du schon einige Jahre Berufserfahrung hast, dann schau mal hier auf deine eigene Karriere zurück. Und mit Sicherheit wirst du dich an Entscheidungen in deiner Karriere erinnern können, die du heute bereust, weil sie komplett schwachsinnig waren. Ich habe solche falschen Entscheidungen getroffen. Das tut jeder Mensch. Und natürlich, wenn du Präsident bist der Vereinigten Staaten, dann hast du natürlich aufgrund deiner hohen Verantwortung viel mehr Möglichkeiten, auch sehr schwerwiegende Fehler hier zu machen. Und ich glaube, man tut niemandem einen Gefallen und schon gar nicht Trump, wenn man hier einfach alles abnickt und sagt, dass das eine fantastische Idee war mit diesen Importzöllen. Wir müssen einfach nur so lange warten, bis wir das Ganze verstehen, bis wir vom Himmel erleuchtet werden und mit genauso viel Intelligenz und Weltverständnis wie Donald Trump gesegnet werden. Das Ziel, warum Trump diese Zollpolitik gewählt hat, ist vielleicht ein gutes Ziel, ganz klar. Er will Produktion, er will Industrie, er will wertvolle Jobs in die USA zurückholen. Jobs, die wie in vielen anderen Ländern ja auch in den letzten Jahrzehnten nach Asien und andere Länder exportiert worden sind. Das ist mit Sicherheit eine sinnvolle Idee, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber das ist natürlich ein Projekt für Jahrzehnte. Wir reden von unglaublich komplexen Supply Chains, selbst bei relativ einfachen Produkten wie Nike-Turnschuhen. Mal abgesehen von Dingen wie iPhone oder Tesla und so weiter und so fort. Das braucht Jahre und Jahrzehnte, um hier die entsprechende Produktion umzustellen. Sicherlich sollte man sich darüber Gedanken machen, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee, aber solche Zölle einfach zu erheben, das ist doch eine komplett schwachsinnige Idee. Und dann vor allen Dingen auch für Länder, die ja Partner sind mit den USA. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Australien. Australien hat eine ausgeglichene Handelsbilanz mit den USA und trotzdem wurden hier Zölle verhängt. Was für ein kompletter Schwachsinn. Dann haben die USA ja auch Freihandelsabkommen abgeschlossen. Und der wichtigste Teil eines Freihandelsabkommens ist ja, dass es ein Freihandelsabkommen ist, dass nämlich keine Zölle fällig werden. Zum Beispiel mit Japan. Und auch Japan muss jetzt Zölle bezahlen. Das heißt im Grunde genommen, hier wird signalisiert, dass die USA kein verlässlicher Vertragspartner sind, dass Verträge, dass Vereinbarungen, die man hier unter großer Mühe vor Jahrzehnten geschlossen hat, das Papier nicht wert sind, auf welches sie gedruckt sind. Und das muss natürlich für jeden Staat ein großes Problem sein, denn unser gesamtes Finanz- und Handelssystem basiert am Ende auf Vertrauen und Verlässlichkeit und gesunden Menschenverstand. Wenn gesunder Menschenverstand, Vertrauen und Verlässlichkeit fehlen, dann geht die Wirtschaft den Bach runter. So viel können wir mit Sicherheit sagen. Oder nehmt zum Beispiel die Schweiz an. Die kleine Schweiz. Hier wurden 30% Importzölle auf Importe aus der Schweiz verhängt. Was für ein kompletter Wahnsinn. Ich meine, in gewisser Weise die Zölle hier, die für die Europäische Union verhängt wurden, die kann ich ja irgendwo noch nachvollziehen. Denn in der Europäischen Union gibt es gigantisch hohe Zölle
auf den Import von US-Produkten. Ja. Und die EU, insbesondere Deutschland, exportieren seit Jahrzehnten hier fröhlich in die USA und haben sich daran finanziell gesund gestoßen, verhindern aber, dass amerikanische Produkte in die EU importiert werden können, dadurch, dass sehr hohe Zölle hier verhängt wurden. Bestes Beispiel sind Autos. Auf europäische Autos, die in die USA importiert werden, 2,5% Zölle fällig. Auf amerikanische Autos, die nach Europa importiert werden, werden ganze 10% fällig, also 4-mal so viel. Dass man hier vielleicht einen Ausgleich schaffen will, okay. Das könnte ich jetzt noch verstehen aus amerikanischer Sicht. Insbesondere deswegen, weil es im Falle der EU und insbesondere im Falle Deutschlands keine ausgeglichene Handelsbilanz gibt. Also das heißt, Deutschland und die EU exportieren sehr viel mehr in die USA als umgekehrt. Wobei das ja eigentlich auch keine schlechte Sache ist. Ja, wenn hier Produkte produziert werden, die dort gebraucht werden, kann es ja keine Sünde sein, diese zu verkaufen. Also das heißt, diese ganze Idee der Importzölle, das ist eine Idee aus dem 19. Jahrhundert. Tatsächlich wurde hier ein Großteil des US-Bundeshaushaltes in früheren Jahrhunderten über Zölle finanziert. Damals gab es noch keine Einkommensteuer und das ist auch genau das wahrscheinlich, was Trump so irgendwo vorschwebt. Aber das geht natürlich mit den gigantischen Staatsausgaben, die die USA heute haben, nicht mehr. Da kannst du nicht über Importzölle hier diesen ganzen Staatshaushalt finanzieren. Das ist ausgeschlossen. Wie Trump also vor dem Hintergrund dieser sehr ernsten Sachverhalte auf die aberwitzige Idee kam, hier für jedes Land Importzölle zu verhängen, das ist mir absolut schleierhaft. Manche sagen, er will die Wirtschaft tatsächlich ruinieren, damit er dann profitieren kann davon, um sozusagen sich Filetstücke dann hier günstig erwerben zu können. Okay, da würde man ihm nun hier eine sehr finstere Absicht unterstellen. So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube tatsächlich, es geht hier um eine Art Ideologie aus dem 19. Jahrhundert. Trump will ja auch dann hier die Steuern reduzieren. Auch das natürlich sehr attraktiv. Auch dafür muss man ihn sicherlich loben. Aber, und jetzt kommt der wichtigste Punkt von allem, man darf nicht vergessen, dass die USA fast 30 Billionen, also 30 mal 1000 Milliarden, 30.000 Milliarden US-Dollar Schulden haben, weil sie eben komplett über ihre Verhältnisse in den letzten Jahrzehnten gelebt haben. Und das heißt, so traurig das ist, leider muss man sich dieser wirtschaftlichen Realität stellen. Die USA geben mittlerweile für den Schuldendienst mehr aus als für das Militär. Und auch schon für das Militär geben sie ja fast 1 Billion, 1000 Milliarden Dollar pro Jahr aus. Für den Schuldendienst jetzt sogar noch mehr. Und jetzt kommen wir eben, wenn wir über dieses Thema sprechen, zu dem eigentlichen Grund, warum Trump jetzt hier die Zölle erstmal für 90 Tage auf Eis gelegt hat. Und ich denke, dass dann auch die Zölle nicht wiederkommen werden. Und ich denke auch, er wird notgedrungen eine Vereinbarung mit China finden müssen. Er wird sich möglicherweise bei den Chinesen entschuldigen müssen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie das konkret ablaufen wird. Denn es sind ja die Chinesen, die den größten Anteil an amerikanischen Staatsanleihen gekauft haben. Das heißt, die sitzen auf einem ganzen Berg dieses Zeugs. Und natürlich wollen die USA, dass sie auch in Zukunft weitere Staatsanleihen kaufen, denn die Chinesen haben Geld und alleine in diesem Jahr müssen ja fast 10 Billionen Dollar an Staatsanleihen hier umgeschuldet werden. Das muss 2025 passieren. Wenn ich der Finanzminister Scott Bessent wäre, ich hätte schlaflose Nächte, deswegen insbesondere jetzt nach dieser ganzen Zollkontroverse. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel du weißt davon, wie Staatsanleihen funktionieren. Ich weiß sehr genau, dass viele YouTuber davon absolut keine Ahnung haben, sonst würden sie nicht so einen kompletten Schwachsinn verzapfen, wie das, was man hier so häufig hört. Also bei Staatsanleihen sind 2 Dinge wichtig. Erstmal der Wert der Staatsanleihe, also der Kaufpreis, denn Staatsanleihen können ja an der Börse zum Beispiel gehandelt werden, und dann natürlich die Zinsen. Paradoxerweise ist es bei Staatsanleihen so, dass wenn die Zinsen steigen, der Wert der Staatsanleihe fällt. Und warum ist das so? Naja, das hat einen ganz einfachen Grund. Die Zinsen steigen, weil der Staat, der die Staatsanleihen ausgibt, hier dem Gläubiger so viele Zinsen versprechen muss, dass er überhaupt die Staatsanleihen dann abnimmt. Auf der anderen Seite werden laufende Staatsanleihen weniger wert, weil wenn die Zinsen steigen, auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese Staatsanleihen nicht zurückgezahlt oder umgeschuldet werden können. Das Ausfallrisiko also
höher wird? Warum sind fallende Werte und steigende Zinsen nun ein Problem? Die Stützpfeiler unseres gesamten Finanzsystems, also ich rede jetzt von Versicherungen, ich rede von großen Banken, ich rede von Rentenfonds, ich rede von Pensionsfonds und so weiter und so fort. Sie alle sind verpflichtet dazu, hier Cashbestände in Staatsanleihen glaubwürdiger Staaten anzulegen. Das heißt, wenn also eine Lebensversicherung in Deutschland, sagen wir mal, 1 Million hier auf dem Konto hat und sie will sich jetzt natürlich da schützen vor Inflation etc. pp., dann legt sie diese 1 Million in Staatsanleihen an. Und das von glaubwürdigen Staaten. Dazu zählen natürlich deutsche Staatsanleihen, dazu zählen auch amerikanische Staatsanleihen. Diese sind so gut wie Eigenkapital. Sie haben praktisch den Charakter wie Eigenkapital. Wenn jetzt der Wert der Staatsanleihen fällt, weil die Zinsen steigen, weil das Ausfallrisiko steigt, weil eben nicht klar ist genau, ob man hier tatsächlich sein Geld zurückbekommt als Gläubiger, weil es ein Chaos gibt und man denkt, dass die Wirtschaft eines bestimmten Landes nicht mehr besonders gut funktioniert oder es zu einer Rezession kommt, wie im Falle dieser Zölle. Wenn also der Wert der Staatsanleihen sinkt, dann sinkt damit letztlich auch das Kapital dieser Stützpfeiler unseres Finanzsystems. Und das hat dramatische Folgen. Du magst dich vielleicht erinnern an den Vorfall mit der Silicon Valley Bank. Die Silicon Valley Bank ist 2023 untergegangen. Sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat nicht in irgendwelche Schrott-Assets investiert. Sie hat schlicht und ergreifend Staatsanleihen gekauft. Sie hat die Kundengelder in amerikanischen Staatsanleihen angelegt, so wie man es letztlich von einer guten Bank in unserem Finanzsystem erwarten würde. Und dann kannst du dich vielleicht erinnern, was 2023 passiert ist. Das Gleiche in noch größerem Ausmaß, was jetzt gerade hier passiert nach diesem Zollchaos. Die Zinsen für amerikanische Staatsanleihen sind gestiegen, der Wert ist gefallen. Und auf einmal war die Silicon Valley Bank unterkapitalisiert. Das hat dann dazu geführt, dass es zu einem Bankrun kam. Das heißt, die Kunden der Bank haben das so verstanden, dass jetzt die Bank pleite ist und haben dann massenweise angefangen, ihre Gelder abzuziehen. Ich hatte ja gerade eben gesagt, alles in unserem Finanzsystem basiert auf gesundem Menschenverstand, auf Vertrauen und auf Verlässlichkeit. Die Kunden der Silicon Valley Bank haben gedacht, naja, unsere Bank ist nicht besonders verlässlich, die haben uns irgendwas vorgegaukelt. Wir müssen jetzt unser Geld abziehen dort so schnell wie möglich. Obwohl eigentlich gar nichts passiert war. Wie gesagt, die Bank hat im Grunde genommen nichts falsch gemacht. Die Bank wurde ja dann gerettet hier von Seiten der amerikanischen Regierung. Sie wurde von einer anderen Bank übernommen und alles war gut. Es gab ja dann noch einige andere kleine Banken, die hatten ähnliche Probleme. Zum Beispiel Signature Bank, eine Bank, die viele Kryptokunden vielleicht gekannt haben. Aber wie gesagt, damals konnte man das Ganze hier noch kontrollieren. Übrigens, die Bank of America hat ein sehr ähnliches Problem. Auch sie hat amerikanische Staatsanleihen, auch sie hat diese zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft. Das heißt, auch diese sind jetzt hier in den letzten Tagen gefährlich im Wert gefallen. JP Morgan Chase hat dieses Problem übrigens nicht, aber Bank of America hat es. Bisher hat das mit der Bank of America noch niemand so richtig realisiert. Aber stell dir mal vor, wenn es zu einer Panik kommen würde bei der Bank of America, einem der größten Finanzkonzerne der Welt, dann müssen wir uns alle anschnallen. Also ich denke mir, ehrlich gesagt, was passiert ist, dass Leute wie der CEO von der Bank of America hier bei Trump angerufen haben und ihm gesagt haben, hör mal zu, mein Junge, sicherlich, du kannst jetzt hier dein Zollspiel weiterspielen, aber das wird dann zur Folge haben, dass der Wert der Staatsanleihen sinkt, die Zinsen hochgehen, und wir als Bank hier möglicherweise demnächst mit einem Bankrun fertig werden müssen. Und da kannst du dir mal überlegen, was das für deine Reputation bedeutet. Also, mach irgendwas mit den Zinsen, Mr. Trump, so schnell wie möglich. Das ist das, was meiner Meinung nach passiert ist. Deswegen sind dann hier die Zölle ausgesetzt worden. Ich glaube nicht, dass damit das Problem vorbei ist. Ich glaube, dass es hier ganz grundsätzlich zu einem Vertrauensbruch gekommen ist. Denn die amerikanische Regierung hatte ja immer die Reputation, dass sie sehr verlässlich ist, egal welcher Partei der Präsident und die Regierung angehört hat. Dieses Vertrauen ist jetzt auf jeden Fall erschüttert. Ich denke nicht, dass es zerstört ist. Ich denke, man kann dieses Vertrauen wiederherstellen. Ich denke, dass Politiker wie Scott Bessent, ein sehr erfahrener Finanzier, natürlich hier eine sehr gute Reputation haben. Man hat jetzt ja auch gehört, dass Trump hier die Zollverrückten wie zum Beispiel Navarro hier entsorgen will. Auch Elon Musk hat ja bei aller Verrücktheit ganz klar gesagt, was er von diesen Zollideen hält. Ich denke, das war auch eine gute Sache. Aber dennoch denke ich, dass diese Krise nicht ausgestanden ist. In der Tat konnte man sehen, dass zum Beispiel der Wert deutscher Staatsanleihen parallel zum Wertverfall der amerikanischen Staatsanleihen gestiegen ist. Denn Investoren haben eine sehr hohe Meinung von Deutschland, insbesondere jetzt, da hier Merz regieren wird, ein ehemaliger
ehemaliger BlackRock-Mann. Da freut man sich auf Verlässlichkeit. Da freut man sich, mit einem ebenbürtigen Partner sprechen zu können. Und da gelten natürlich die deutschen Staatsanleihen als ein sicherer Hafen. Das genau ist in den letzten Tagen passiert. Du hast es vielleicht mitbekommen, als Merz hier dieses gigantische Schuldenpaket aufgenommen hat, haben die Märkte das im Grunde positiv aufgenommen, denn jeder will ja in deutsche Staatsanleihen investieren. Das Problem ist, dass es hier relativ wenig Liquidität gab, bisher viel weniger zum Beispiel als bei den USA, weil eben die Deutschen eine so restriktive Schuldenpolitik betrieben haben aufgrund der Schuldenbremse. Man ist also nun eigentlich dankbar den Deutschen auf den Finanzmärkten und ist letztlich der Überzeugung, dass die Deutschen auf jeden Fall 2 Billionen an neuer Verschuldung hier locker verkraften können. Man ist also optimistisch gegenüber Deutschland und man ist froh, hier einen sicheren Hafen für Investments gefunden zu haben, vor dem Hintergrund, dass die amerikanischen Staatsanleihen jetzt vielleicht nicht mehr so sicher sind, momentan jedenfalls. Aber wie gesagt, hier fehlt es natürlich an Volumen. Hier ist nicht genug Liquidität vorhanden. Das heißt, der deutsche Staat kann gar nicht so viele Staatsanleihen ausgeben, wie hier eigentlich am Markt gefragt sind. So, jetzt fragst du dich natürlich, was jetzt passiert, und ich kann es dir sagen, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir in den nächsten Monaten oder vielleicht schon früher wieder Diskussionen hier über Euro-Bonds führen werden. Wie du weißt, ist ja bisher die Europäische Union keine Schuldenunion. Zwar gibt es eine europäische Zentralbank, aber dennoch gibt jedes Land seine eigenen Staatsanleihen aus. Das heißt, man kann keine Euro-Bonds kaufen letztlich an der Börse, so wie man jetzt US Treasuries kaufen kann. Und dann bekommen hier verschiedene Länder letztlich aus diesen Euro-Bonds dann Geld. Das gibt es nicht. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Idee jetzt wieder aufgelegt werden soll. Denn wie gesagt, das ganze Geld, das momentan in US Treasuries ist, das braucht einen sicheren Hafen. Und wohin soll es gehen? Wir haben es schon gesehen, der Goldpreis geht weiterhin durch die Decke und ist am Steigen und am Steigen. Aber der Goldmarkt kann natürlich auch diese gesamte Liquidität nicht aufnehmen. Also die Welt sucht nach einem sicheren Hafen für solche Assets. Und ich denke, dass hier die Eurobonds unter der Führung Deutschlands, denn es wird ja immer hier letztlich implizit dann davon ausgegangen, dass Deutschland als Land hinter den Eurobonds steht, die dann notfalls hier klammen Staaten helfen würden, falls es zu einem Problem kommt. Eurobonds unter der Führung Deutschland, diese Idee wird sicherlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten neu aufleben. Für Trump muss man ganz klar sagen, es war ein Liz Truss-Moment. Liz Truss ist ja aus genau den gleichen Gründen gescheitert. Sie war nur für einige Wochen Premierministerin und auch sie hat irgendwelche Vorschläge vorgestellt zu Steuerkürzungen, konnte aber nicht erklären, wie diese finanziert werden sollen. Großbritannien ist gigantisch hoch verschuldet, genau das gleiche Problem mit den USA. Die Anleihemärkte haben verrückt gespielt, die Zinsen sind nach oben gegangen für britische Staatsanleihen, der Wert ist gesunken. Man munkelt sogar, dass einige britische Lebensversicherungen und Rentenfonds hier kurz vor dem Kollaps standen aufgrund dieser Dynamik. Es waren also die Anleihemärkte, die hier Liz Truss zu Fall gebracht haben. Genau die gleiche Erfahrung musste Donald Trump machen. Nun, ich glaube nicht, dass diese Sache ihn zu Fall bringen wird. Aber man darf nicht mit dem Feuer spielen, wenn man so hohe Schulden hat. Man hat eben relativ wenig Flexibilität, wenn man so hohe Schulden hat. Das gilt ja für dich und mich genauso. Wenn du und ich jetzt hohe Schulden haben, dann können wir nicht einfach hier nach Lust und Laune teuer in den Urlaub gehen, uns neue Autos kaufen und so weiter. Da werden uns die Gläubiger auf die Decke steigen. Wir müssen also das Geld verantwortlich einsetzen, bis die Schulden wieder unter Kontrolle sind. Und das genau ist natürlich ein bleibendes Risiko für die USA. Wie soll diese gigantische Schuldenmenge und immer neue Schulden, die ja hier aufgenommen werden, wie soll man diese unter Kontrolle bringen? Keiner hat darauf wirklich eine Antwort. Es ist ja genau das der Grund, warum hier viele von einem neuen Geldsystem sprechen, vielleicht etwas, das mit digitalen Währungen zu tun hat, aber im Grunde genommen anders diesen riesigen Schuldenbergen hier nicht wirklich Herr werden kann. Also bei aller Liebe für Donald Trump stellen wir zusammenfassend fest, diese Idee mit den Zöllen, die war wirklich ein kompletter Schwachsinn. Ich bin froh, dass die Zölle vom Tisch sind, erstmal wenigstens für 90 Tage. Ich denke nicht, dass diese Idee wiederbelebt wird. Ich denke auch, dass man mit China hier unbedingt eine Lösung finden muss, denn die USA sind definitiv auf China angewiesen und umgekehrt natürlich auch, denn die Chinesen brauchen ja Abnehmer für die ganzen Produkte, die sie produzieren. Also man wird sich hier zwangsläufig zusammenraufen müssen, auch schon um das eigene Gesicht hier zu Hause zu wahren. Mein Tipp an dich, wenn du auf YouTube irgendwelche Videos siehst mit Informationen, die offensichtlich falsch sind,
wo irgendein Blödsinn gelabert wird, dann fall nicht einfach drauf rein, sondern dann informiere dich, bevor du hier diesen Blödsinn selbst auch weiter verbreitest. Das ist extrem wichtig, vor allen Dingen deswegen, wenn du hier über finanzielle Unabhängigkeit nachdenkst und vielleicht einen Plan B im Ausland, wo du dann von deinen Kapitalerträgen leben kannst. Hier ist es ja ganz wichtig, dass du dich vor solchen Risiken wie diejenigen, die Donald Trump hier jetzt die USA ausgesetzt hat, schützen kannst. Also in welche Werte könntest du zum Beispiel in Zukunft investieren, wenn du jetzt Skepsis hast in puncto US-Aktien. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, auch in anderen Ländern hier außerhalb der USA noch zu investieren. Vielleicht sind da die Renditen etwas geringer als bei den amerikanischen Aktien, dafür ist es aber auch sicherer. Wir sprechen ja hier immer wieder auf diesem Kanal davon. Wenn die internationale Vermögensdiversifizierung, einen Plan B im Ausland zu etablieren oder eben auch das Auswandern mit dem Gedanken der Steueroptimierung für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Themen zu befassen. Wir helfen Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen und in ihre finanzielle Freiheit zu starten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserem Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.